eines der größten Probleme ist, sich zu verändern, ist, dass du anderen Menschen tatsächlich wehtust. Oder dass du aneckst. Dass du der Schuldige sein wirst, indem du lernst, dich zu fühlen, Grenzen zu setzen. Aber es sind niemals Grenzen eigentlich, die man setzt. Es sind eigentlich deine Wahrheit lebst. So, du lebst eigentlich klar und deine Wahrheit. Ja? Und da ist es so, hat jemand tatsächlich das Recht auf dich? Und wie würden Eltern oder Großeltern sein, wenn es freiwillig wäre? Müssten sie nicht viel offener mit deiner Veränderung auch umgehen? Müssten sie dich nicht vielleicht mehr respektieren oder offen behandeln, anstatt dich versuchen klein zu machen und so warst du und so wirst du immer sein? Was ist das für eine komische Liebe, die da vorgegaukelt wird, wo du dann genau so zurücklieben sollst. Ne? Du sollst sie lieben, obwohl für dich das viel zu eng ist, eigentlich dieser Schuhkarton, wo vielleicht dran gelebt wird oder so. Ne? Deshalb dieses Recht, dass irgendjemand ein Recht hat auf deine Zeit, auf deine Liebe, auf dein Zuhören, dass du vielleicht Probleme hörst von anderen Menschen oder so. Du bist doch ein Freund oder Freundin, jetzt habe ich doch das Recht, dir auch mal was dann zu erzählen und so. Also wir tun uns gegenseitig wahnsinnig viel manipulieren, aber auch in Beziehungen. Ne? Also wenn ich das Recht habe auf die Pratibha oder die Pratibha hat ein Recht auf mich, wie hässlich ist das? Wo hat es Platz für Liebe dann? Das ist so. Ja, das ist eigentlich dieses Recht, ich habe Recht auf irgendwas, das ist eigentlich der verzweifelte Mind, der sich wie versucht, Liebe zu erkaufen. Ja. Also eine Liebe, wo er Angst hat, dass er nicht Liebe kriegt oder dass er nicht beachtet wird oder dass er nicht gesehen wird oder nicht das bekommt, was er gerne möchte. Darauf projiziert er dieses Recht. Ich habe das Recht auf dies und jenes. Aber Recht hat nichts mit Liebe zu tun. Recht ist einfach kalt und einengend, berechnend, manipulativ. Und Liebe ist was ganz anderes. Liebe ist was, da gehe ich freiwillig hin. Wenn ich mich wohlfühle mit einer Person, dann bin ich gerne da. Dann ist das gar kein Thema. Da muss man sich nicht um Recht streiten, sondern das fühlt sich, also man fühlt das, dass es sich gut anfühlt. Wir sind gerne zusammen und nicht, weil wir das Recht aufeinander haben. Deshalb lass das mal tief reinsinken und wir freuen uns, wenn du uns runterschreibst, wie du mit dem Thema umgehst, was du schon für Erfahrungen damit gemacht hast. Und wir wissen, das ist ein heikles Thema, weil wir einfach auch Angst davor haben, so zu verletzen, unverletzt zu werden. Ne? Dass dich jemand abstößt oder du jemanden abstößt, indem du deine Wahrheit lebst. Aber nur, wenn du deine Wahrheit und deine Liebe lebst, scheinst du. Kommt ein Glücklichsein rein. Die Wahrheit lebt aus dir heraus und lässt dich erblühen. Und mit diesem Erblühen werden andere Menschen erblühen und das sehen. Und also umso klarer du mit dem bist, umso mehr Menschen, die zu dir passen, können auch zu dir kommen. Also du nimmst wie Power weg von den Menschen, die das Gefühl haben, sie haben das Recht auf dich. Ja. Und das ist ja auch viel interessanter und intelligenter und viel schöner, wenn sich die Menschen finden, die zusammen passen. Es können sich ja auch die das Recht aufeinander haben, wenn die das lieben, können sie sich ja auch miteinander treffen. Das ist auch vielleicht ja dann auch die richtigen Menschen. Und die Menschen, die vielleicht frei sein wollen und nach dem Gefühl der Liebe gehen wollen, treffen sich mit denen, wo sie sich wohlfühlen und diese Liebe spüren. Und das ist viel angenehmer, wenn jeder sich so das sucht, was wirklich passt und wo er sich wohlfühlt und aufgehoben fühlt. Ja, und das kann sich ändern. Ja. In der Zeit kann sich ändern, die Personen ändern sich. Und das ist eigentlich das, wo schön ist. Man muss nicht, wenn man 20 Jahre zusammen gewesen ist,
darf sich nicht ein Kind in eine andere Richtung entwickeln. Ne? Es ist wie, du hast ja alles bekommen. Also du hast als Eltern, hast du alles bekommen. Du hast die Liebe vom Kind bekommen, du hast es aufwachsen sehen, du durftest helfen, es groß werden zu lassen. Du hast doch kein Recht auf das Kind. Ne? Genauso wie wir aber auch kein Recht haben auf das Geld von den Großeltern oder Eltern oder so. Also es ist ja auch so, es geht ja dann immer mit diesem, da wird ja auch viel mit gemacht, mit diesen Erbschaften und so. Du musst schön nett sein, damit du die Erbschaft bekommst. Für mich oder für uns ist das so, wir sind doch nicht mit jemandem zusammen wegen einer Erbschaft oder wegen einem Geld. Das ist doch deren Geld. Sie sollen es doch ausgeben. Oder wenn, freiwillig geben. Aber nicht als Druckmittel oder als Liebesbeweis oder so. Man kann Liebe nicht kaufen und genauso kannst du Freiheit nicht kaufen. Du musst sie dir tatsächlich erarbeiten oder einfach in die Wege leiten. Ne? Und deshalb ist eigentlich so wichtig, das in Frage zu stellen. Ja. Dass einfach mehr Liebe da ist, dass mehr Liebe da ist unter Menschen, mehr Liebe für deine Kinder da ist, mehr Liebe für deine Eltern, für deine Großeltern, wie so echte Liebe. Also wirklich echte Liebe da ist. Oder für Menschen, die du neu begegnest und wir sind alle eins. Von dem her, es spielt nicht so eine Rolle, wem wir begegnen. Die Richtigen werden da sein. Deine Familie formt sich in deinem Leben immer wieder neu formt die sich. Und das ist das, was wir heute mal scheren werden. Das ist schön. Alles Liebe dir. Alles Liebe.